Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute ist es mal wieder soweit, dass wir über zukünftige Pläne sprechen. Der letzte Plan war ja, mein Staff auf Ulti plus 10 zu upgraden und zu rerollen. Und das lief eigentlich auch ziemlich gut. Es hätte auf jeden Fall viel schlechter laufen können, wenn man Flive gut kennt, Upgrading und so, wie viel Pech man da haben kann. Muss man sich ja jedes Mal freuen, wenn man einfach nur kein Pech hat. Vollkommen egal, viele Tries oder so. Einfach nur kein Pech haben ist schon viel wert tatsächlich. So traurig das auch irgendwie klingt. Genau, aber jetzt ist ja die Frage, was kommt jetzt? Und das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Wochen her. Und ich habe es mir nicht so ganz genau überlegt, beziehungsweise war es halt auch so, dass jetzt diese Änderung mit den Dailies und so noch dazu kam. Also Dinge, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe, ehrlich gesagt. Und es ist einfach so, dass ich erstmal gerne noch 180 machen würde mit allen Chars für die maximalen Quest-Belohnungen. Einfach um das alles beim Sack zu haben. Vor allem vor dem FEC wäre nicht schlecht, damit man da mal fertig ist. Also Level 190 wird dann noch sehr lange dauern. Wird halt aber auch, denke ich, sehr lange keine Levelerweiterung geben. Also für 190 hat man noch sehr, sehr viel Zeit. Aber zumindest mal 180 erreichen, dass man mehr oder weniger, also mit allen Chars halt 180 erreichen. 180 erreichen an sich ist nicht besonders schwierig, sondern es mit allen Chars zu erreichen ist der schwierige Teil. Dass man das mal so ein bisschen in Anführungszeichen abschließen kann. Und halt die ganzen Quest-Belohnungen hat. Vor allem diese exklusive Anku-Maske, die man da bekommen kann und so, wäre halt ganz cool. Weil das ja auch ein Equipment-Upgrade ist, ein permanentes, das ich definitiv gerne hätte. Das Problem, was sich dabei stellt, ist, ich habe es ja immer so gemacht, dass ich mit jedem meiner Elementoren einzeln unterschiedliche Chars level. Ja, und das geht halt nicht, weil ich bin jetzt ja auf Face Tank geswitcht ab den Tire Hass. Und naja, ich meine, gut, davor hätte man es eigentlich auch schon machen müssen. Das heißt, bei Red Cloud und bei Canonicus ist es ja auch schon von Vorteil, wenn du Face Tank bist. Einfach aufgrund dessen, dass sie Fernkampf sind. Bei den Tires ist es einfach so, dass die halt ziemlich ätzende Spots haben für Hit and Run und da halt auch wieder extrem viel Schaden machen. Und das Problem ist, um Face Tank dort spielen zu können, und ich will nicht restatten, immer wieder, braucht man halt eine zweite Stat-Page. Und leider ist es so, dass nur einer meiner Elementoren, einer von 3, eine zweite Stat-Page hat. Und entsprechend kann eigentlich nur der leveln bei den Tire Hass. Das bringt mir halt aber nicht viel, weil erstens mal hat der eine Char nicht unendlich Power-Ups, also irgendwann gehen dem halt auch die Power-Ups aus, vor allem wenn er der Einzige ist, der levelt und die anderen beiden chillen quasi nur. Zudem ist es auch noch der Elementor, der mit Abstand die wenigsten Power-Ups leider hat. Das heißt, der ist auch jetzt bald schon leer tatsächlich. Alles so ein bisschen blöd. Und um halt mit den anderen beiden jetzt auch effektiv leveln zu können, brauche ich bei denen halt auch die Stat-Page. Der eine Elementor, den ihr jetzt gerade seht, der ist halt Level 60, Master Level 60. Da macht das nicht so viel Sinn, da jetzt überhaupt anzufangen mit Master, weil bis der mal 125 ist, das dauert 100 Jahre. Der andere ist wenigstens schon über Level 100, 105 müsste er, glaube ich, gerade sein. Also zumindest schon über der Hälfte, kann man sagen, circa zumindest. Aber auch das wird natürlich noch eine Weile dauern, aber da bin ich jetzt gerade dran. Und ich mache es jetzt einfach so momentan, ich level quasi mit dem einen Elementor, der schon Master ist, alle 2 Tage, also immer abwechselnd quasi in Kailun. Und mit dem anderen level ich Master, immer abwechselnd. Das hatte ich jetzt noch so lange vor, bis dem einen halt die Power-Ups ausgehen. Und wenn dem die Power-Ups ausgehen, dann level ich halt einfach nur noch Master. Und ist leider ein relativ langwieriger Prozess. Der Vorteil ist aber, dadurch, dass die Dailies jetzt täglich automatisch angenommen werden, spare ich mir jeden Tag gut ein bisschen Zeit und kann halt auch länger leveln. Wodurch das auf jeden Fall noch ein bisschen schneller geht. Jetzt auch nicht sehr viel schneller, aber beim Master Level 20 Minuten mehr oder weniger macht tatsächlich einen großen Unterschied, weil es ja doch relativ schnell geht zumindest. Also ich meine, klar, in 20 Minuten machst du jetzt kein Level-Up, aber selbst 5% jeden Tag mehr ist pro Woche oder pro Monat sind das so und so viele XP-Punkte mehr. Mehrere Level eigentlich sogar. Je nachdem, wie viel man genau levelt und ob XP-Event stattfindet und so. Also ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Und genau. Außerdem denke ich halt, dass die zweite Stat-Page in Zukunft deutlich relevanter sein wird, weil ich meine, mit Kailun haben sie ja schon demonstriert, so
naja, jetzt ist auch Open World ein bisschen schwieriger und ich meine, ich bin zwar grundsätzlich damit nicht wirklich einverstanden, aber ich kann es auch nicht ändern, ne? Muss mal kurz gucken, ob ich die Captain Samosa, ja, passt. Nur weil ich nicht damit einverstanden bin, heißt es ja nicht, dass es nicht so ist. Also ich meine, man kann auch mit etwas nicht einverstanden sein und trotzdem auch irgendwo realisieren, naja, man kann es halt aber auch nicht ändern. Und Kowloon Open World ist ziemlich ätzend und das heißt, alle weiteren Open World Gebiete, falls es mal wieder ein Open World Dungeon gibt, so wie Haineos, oder auch einfach das nächste Levelgebiet, Bahara-Wüste, Ratesia oder was auch immer, das wird halt genauso ätzend sein, wahrscheinlich, wenn nicht sogar noch viel ätzender. Und das heißt, langfristig wird es leider so sein, dass selbst beim normalen Leveln, was in der Vergangenheit halt nicht so war, dass man da tatsächlich auf diese zweite Stat-Page wirklich angewiesen ist. Wahrscheinlich so ziemlich jeder, außer Leute, die 1v1 leveln, die vielleicht nicht, aber ansonsten wird es wahrscheinlich so ziemlich jeder sein. Und das heißt, sich da schon mal abzusichern, dass man die auf jedem Char hat, oder zumindest auf den relevanten Charaktern, ist halt zukünftig, glaube ich, schon ziemlich relevant. Und ja, kann ich jetzt halt auch nicht mehr ändern, in Anführungszeichen, dass ich das jetzt auf dem FEC mache, weil ich habe eigentlich nicht mehr vor, mir eine neue 8-Char-Taktik zu machen, beziehungsweise nochmal einen Elementor so schnell, will ich eigentlich auch nicht unbedingt machen. Von dem her muss ich das jetzt halt auf Borodeng machen, so ätzend das auch ist, aber naja, das kann man, wie gesagt, jetzt leider nicht mehr ändern. Also das ist auf jeden Fall jetzt so ein ja, eher langfristiger Plan, die zweite Stat-Page überall freizuschalten. Aber das wird wahrscheinlich, wie gesagt, ein langer Prozess sein. Das macht man mal nicht einfach so schnell nebenbei. Zeitgleich aber trotzdem leveln und auf 180 zusteuern. Der Vorteil mit 180 ist halt, gibt noch eine Menge Story-Quests bei all meinen Chars, die ich noch nicht gemacht habe. Plus natürlich die Dailies. Das heißt, selbst wenn ich gar nicht mehr level, bekomme ich mehr als genug XP tatsächlich. Also es ist einfach ein automatischer Prozess. Also ich muss einfach nur warten oder man muss einfach nur warten theoretisch und irgendwann bin ich einfach 180. Selbst wenn ich keine Minute mehr leveln sollte, passiert das einfach automatisch, was halt ganz nice ist. Aber natürlich wollte ich es mit Leveln eigentlich schon stark beschleunigen. Und wenn ich jetzt jeden Tag leveln würde, würde es auch stark beschleunigt werden. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ja zusätzlich noch am Master leveln und dadurch, naja, geht die Zeit dann irgendwie auch wieder für so ein bisschen flöten. Ja, aber das ist eigentlich so mehr oder weniger der Plan. Also sehr viel leveln, entweder Master oder Non-Master. Auf jeden Fall sehr viel grinden. Und equipment-technisch ist es so, dass, wer es nicht mitbekommen hat, mit dem Stuff-Upgrade, ich würde es euch stark empfehlen, es euch anzugucken, dass jetzt eigentlich nur die orangene Erweckung, also die Ultimate Bonus 2 Erweckung, diese Ultimate plus 6, Ultimate plus 10 Erweckung, Slots, die passen noch nicht ganz so gut. Also Lebensentzug ist fein, 0,5%, ist ein bisschen wenig, also es wäre schon besser, wenn es 0,7 wären. Macht aber auch keinen gewaltigen Unterschied, wenn man ehrlich ist. Also, ja, fast irrelevant eigentlich. Sollte auf jeden Fall nicht weniger werden. Und grundsätzlich ist es natürlich schlecht, dass da Cast Time drauf ist. Weil wenn ich das 180er Set hätte, das habe ich noch nicht. Das ist ein weiterer Grund, warum ich 180 erreichen wollen würde. Habe ich aber noch nicht. Bräuchte ich aber auch nicht, weil ich habe auf einen Chars noch mehr als genug Cast-Time-Power-Ups. Also ich könnte auch die 200 Cast-Time für eine lange Zeit erreichen, ohne diese Cast-Time-Erweckung und ohne das 180er-Set. Aber langfristig wäre es einfach so 5% Cast-Time oder ein paar Prozent Cast-Time bekommst du noch durch das 180er-Set. Und das heißt, ich bräuchte eigentlich nur Lebensentzug und PvE-Schaden. Dann hätte ich halt 3-mal Schaden, Angriffskraft, Meisterung der Elemente, PvE-Schaden. Und halt Lebensentzug. Dann wäre es wirklich perfekt, ja. Aber diese Rerolls kosten ganz schön viel Geld. Und es ist halt einfach so, dass du das auch nicht einfach mal so wegrollst und dann sofort PvE-Lebensentzug bekommst. Also beim Upgraden haben wir das gesehen, wie viele Tries man braucht, um überhaupt mal Lebensentzug zu kriegen oder einen gewissen Wert zu kriegen, den du haben willst. In Kombination mit einem anderen Wert, das kann sehr viele Tries kosten. Das frisst gut und gerne mal schnell 20 Tries und 20 Tries sind 20.000 F-Coin bei den Ultimate-Bonus-Sachen. Und das heißt, ja, da heißt es jetzt sparen und Scrolls sammeln und es dann irgendwann nochmal probieren. Also ich weiß nicht, wie viele Scrolls ich sammeln werde, aber ich denke mal schon so 30 oder so. Das geht jetzt also auch nicht einfach mal so. Und ist jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, meine höchste Priorität, da ich, wie gesagt, das 180er-Set noch nicht habe. Und es ist natürlich immer chilliger, wenn du ohne Power-Ups spielst, als dass du auf Power-Ups angewiesen musst. Ich habe ja gesagt, ich brauche die Cast-Time aus dem Stuff und vom Set nicht zwingend.
Aber es ist natürlich schon chilliger, wenn man sie einfach so hat, ohne Power-Ups zu nutzen. Das heißt, der logische erste Schritt wäre eigentlich schon, sich erstmal die ganzen Chars auf 180 zu ziehen, sich dann das 180er-Set zu holen und dann zu rerollen. Einfach wegen Quality of Life, weil es einfach chilliger ist. Ja, bin ich ehrlich, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, es ist einfach chilliger und du musst nicht immer ein Power-Up aktivieren, um auf die 200 Cast-Time zu kommen. Und das ist halt auch irgendwie viel wert, muss man einfach sagen. Genau, deswegen werde ich das jetzt erstmal hinten anstellen. Wichtiger wäre tatsächlich das 180er-Set, wenn dann alle meine Chars 180 sind, das tatsächlich zu haben. Auch das stellt leider ein gewisses Problem dar, weil, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, 180er-Sets sind teilweise relativ teuer, kommt drauf an für welche Klasse, aber Elementor und Psykeeper sind leider zwei von diesen Klassen, wo es wirklich sehr teuer ist. Und ja, da bin ich persönlich momentan auch nicht so begeistert davon, für ein cleanes Set mehrere Milliarden zu zahlen und dann noch zu upgraden, was ja auch mehrere Milliarden kostet, in Mats, Upgrade-Items und gut, okay, mein Scrolls und so weiter benutze ich ja immer sehengebunden, die kosten mich effektiv nichts. Aber trotzdem, die Mats und die Upgrade-Kosten sind ziemlich hoch, Mats sind immer noch ziemlich teuer, also da mal schnell 80 bis 100.000 Aarons und Minerals locker zu machen, naja, das ist schon ziemlich viel und naja. Ist momentan ein bisschen schwierig. Aber der Vorteil ist, ich bin noch nicht 180, das heißt, ich habe jetzt noch nicht wirklich Druck. Stehe aber relativ kurz davor. Also ihr seht, der Chai ist fast 178. Mein anderer Elementor ist schon 179 mit, ich glaube, über 20%. Der wiederum andere Elementor ist auch 177 mit über 50%, glaube ich. Also es fehlt nicht mehr viel. Es sind, keine Ahnung, vielleicht 3 oder 4 Wochen, je nachdem. Kommt dann immer darauf an, wie schnell ich das nächste Level-Up mit meinen Leechern erreiche, weil nächstes Level-Up mit den Leechern heißt immer nächste Story-Quest. Nächste Story-Quest heißt immer Bonus-XP, zusätzlich zu den Dailies, zusätzlich zum Leveln. Also es kann sich nicht mehr um allzu viel Zeit handeln. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich die wichtigere Anschaffung. Und wenn man das hat, kann man sich dann wieder aufs Sparen fürs Ultimate Rerollen fokussieren. Genau, aber das sind im Endeffekt so die nächsten Punkte, also Master Leveln, 180 erreichen, 180er Set und dann nochmal den Stuff rerollen. Und eigentlich auch genau in der Reihenfolge. Also erstmal leveln, dann 180er Set und dann rerollen. Das ist so die Prio. Und einen Zeitrahmen kann ich diesmal nicht geben, also beim letzten Mal habe ich einen ziemlich klaren Zeitrahmen gegeben, weil es da ja nur davon abhing, wann ich 175 erreiche und da habe ich auch noch Hit and Run gelevelt, größtenteils. Das ist jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen anders. Aber ich denke mal, ich meine, es kommt auch ein bisschen drauf an, wann kommt der FEC. Das ist jetzt auch die Frage, die jeden Tag im Stream kommt. Wann kommt FWC und so. Ich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung. Aber es könnte halt sein, dass es schon in 2 Monaten losgeht. Und ich meine, der Zeitrahmen, den ich jetzt gesagt habe, der ist halt schon relativ groß. Also ich meine, mindestens 4 Wochen wird alles, was ich gesagt habe, auf jeden Fall dauern. Wahrscheinlich deutlich länger. Von dem her könnte es tatsächlich sein, dass ich es vorm FEC nicht mehr schaffe und das dann halt wieder so ein bisschen auf Eis liegt während dem FEC, weil ich mich dann natürlich dann nicht mehr wirklich auf Borodeng fokussiere. Da werde ich zwar auf Borodeng weiterhin noch spielen, in welchem Umfang weiß ich noch nicht, das muss ich dann gucken, aber da wird dann natürlich der Hauptfokus auf dem FEC liegen und ja, dann passiert dann natürlich auch relativ wenig. Ist ja dann auch nicht so spannend, sage ich mal, irgendwelche Upgrade-Sessions auf Borodeng zu machen, weil man da gerade gar nicht spielt. Das ist dann immer ein bisschen, ja, schwierig. Genau. Also hängt auch alles so ein bisschen von Gala ab, muss man sagen. Deswegen bleibt es auf jeden Fall spannend. Und was ich aber auf jeden Fall sehr schätze, ist, dass jetzt eben diese Änderung mit den automatischen Annahme von Dailies stattgefunden hat. Das ist wirklich eine krasse Erleichterung. Ich denke, für jeden ist das so viel chilliger. Jeder, der wirklich Dailies macht, das ist schon mega nice, dass man sich dieses ganze Klicken spart. Weil das Abgeben von Quests ist nämlich deutlich chilliger, wie ihr wahrscheinlich wisst, als das Annehmen. Weil beim Annehmen musst du immer wirklich den NPC anquatschen, neue Quest, aktive Quest, nicht aktive Quest, aber du springst dann immer von neuer Quest auf aktive Quest, dann musst du auf neue Quest klicken, annehmen, zack, boom, die ganze Zeit. Das ist schon wirklich ziemlich nervig. Und das Abgeben ist einfach nur klick, 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 klick und fertig. Also ist schon deutlich, deutlich besser. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall eine Erleichterung. Dadurch geht es auf jeden Fall schneller, als wenn sie das nicht gemacht hätten. Würde alles, was ich gerade gesagt habe, vor allem der Levelprozess wieder ein bisschen länger dauern und wäre halt einfach nerviger. Und so kann man jetzt jeden Tag sich locker 20 Minuten bei den Dailies sparen. Also der langweiligere Teil des Tages geht schneller vorbei.
und man kann sich mehr wieder auf das Leveln und Farmen fokussieren. Und dann steht natürlich immer noch die Frage im Raum, ja, was ist mit Anku? Und ja, ich muss einfach sagen, der Dungeon reizt mich wirklich ziemlich wenig. Also ich finde ihn fast noch ätzender oder uninteressanter als damals Wilds, muss ich ehrlich sagen. Deswegen liegt halt da momentan auch nicht meine Prio drauf. Außerdem ist es halt immer schwierig mit Farmen. Also du brauchst halt doch immer ein Team. Also natürlich brauchst du immer ein Team. Und das immer Zusammensuchen vom Team und so ist halt wirklich das, was ich bei Dungeons mit Abstand am wenigsten schätze. Und ich habe so ein bisschen im Auge behalten, wie viele Runs so gemacht werden. Und es sind wirklich ziemlich wenige Runs tatsächlich. Auf Borodeng teilweise nicht mal 50, 60 Runs pro Tag. Und das ist echt wenig. Das heißt, ein Team zu finden scheint auch nicht wirklich einfach zu sein. Viele Teams sind halt auch festgefahren, die nehmen gar keine random Mitglieder auf. Also die sind halt locked in sozusagen. Da kommst du gar nicht rein. Und das heißt, es gibt halt wirklich nur so eine Handvoll Leute, mit denen du wirklich farmen kannst wahrscheinlich. Random, die auch zur gleichen Uhrzeit spielen und so. Und ja, also das ist halt wirklich immer dieser Prozess, wirklich in den Dungeon reinzukommen und so. Es ist immer anstrengend auch auf jeden Fall. Wenn du dann einfach nur levelst oder grindest, dann bist du halt nur auf dich fokussiert oder nur von dir selbst abhängig. Und logischerweise ist das halt deutlich chilliger, leichter zu vereinbaren, als wenn du mit 7 anderen Leuten dich jeden Tag absprechen musst. Deswegen, ja, habe ich das auch erstmal hinten angestellt. Aber wenn ich 180 bin, werde ich vielleicht auch weniger Dailies machen. Muss ich mal gucken. Jetzt mit der automatischen Annahme hat das natürlich wieder die Perspektive ein bisschen geändert. Aber kann sein, dass ich mit 180 dann tatsächlich noch weniger Dailies mache und dann mehr Zeit hätte, um tatsächlich zu farmen. Beziehungsweise wird auch Kriton vielleicht wegfallen. Also selbst wenn ich bei den Dailies nichts ändern sollte, wird vielleicht Kriton bald wegfallen, weil die Quest-Items sind mir ehrlich gesagt einfach zu teuer. Hab da wenig Lust, den Leuten da 200.000 bis 300.000 Penja pro Quest-Item zu zahlen. Nur weil alle Leute zu faul sind, die Dinger zu farmen. Also es ist literally ein Free-Money-Glitch und kein Mensch will ihn in Anspruch nehmen aus irgendeinem Grund. Verstehe ich wirklich nicht. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die Leute einfach nicht in dem Levelbereich sind. Auf jeden Fall ist es so, dass sich da wahrscheinlich auch nochmal was ändern wird, zeitlich. Und wenn ich dann noch mehr Zeit jeden Tag habe, kann ich halt auch sagen, am Wochenende vielleicht eher Dungeons farmen und unter der Woche dann eher leveln, zum Beispiel. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Kriton habe ich noch ein paar 100 Questies, also ein bisschen dauert es noch, bis das soweit sein sollte. Und 180 bin ich ja auch noch nicht. Aber wie gesagt, es wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Und letztendlich hat es ja Gala auch in der Hand mit weiteren guten Updates, Patches, die vielleicht noch weitere Zeitersparnis, Quality of Life liefern, kann sich dann natürlich jederzeit auch noch was ändern. Zum Positiven natürlich hoffentlich. Hoffentlich zum Positiven. Genau. Und ja, das war es eigentlich so. Kurzes Update. Also Fokus jetzt auf jeden Fall auf Leveln und 180 erreichen und dann mal gucken, equipment-technisch, wie es sich entwickelt. Und farmtechnisch ebenfalls. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Like-Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch wie immer im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung und ciao, ciao.